Hallo Freunde! Whiskas war eine Waise, die von ihrer Mutter in einem zarten Alter verlassen wurde und in einer Welt, die seiner Existenz gleichgültig schien, dem Schicksal überlassen wurde. Es gab niemanden, an den er sich wenden konnte, er wanderte auf der Suche nach Wärme und Liebe durch die Straßen, die ihm immer entgangen waren. An einem kalten Abend stieß Whiskas auf ein Haus, das Wärme und Lachen ausstrahlte. Nachdem er die Neugier geweckt hatte, ging er vorsichtig zum Fenster und schaute hinein. Dort sah er eine Familie voller Freude und Glück, von der er nur geträumt hatte. Ihr Lächeln, ihre Umarmungen und die Liebe, die ihr Haus erfüllte, fesselten sein Herz. Nacht für Nacht kehrte Whiskas an seinen geheimen Ort zurück, der in einem Gebüsch neben dem Haus versteckt war. Er beobachtete aufmerksam und fand Trost darin, die Kommunikation der Familienmitglieder zu beobachten, wie sie Essen teilten und das Lachen, das sich durch die Wände hallte, zu beobachten. Aber er blieb unbemerkt und einsam, ein einfacher Zuschauer in ihrer Welt. Um Teil des Familienlebens zu werden, entwickelte Whiskas einen Plan. Jede Nacht jagte er eifrig und fing Mäuse ein, die ihm im Weg standen. Mit Hingabe im Herzen legte er die gefangenen Mäuse vorsichtig an die Schwelle der Familie und hoffte, dass seine Gaben sie trösten würden. Für ihn war es eine Möglichkeit, sich heimlich um sie zu kümmern, auch wenn sie nichts von seiner Anwesenheit wussten. Tage wurden zu Wochen und Wochen zu Monaten. Die tägliche Routine von Whiskas hat sich zu einer Mischung aus Beobachtung und heimlicher Überlassung ihrer Geschenke entwickelt. Aber egal, wie viele Mäuse er präsentierte, er blieb in den Schatten verborgen und sehnte sich nach einer Verbindung, die er, wie er befürchtete, niemals haben würde. Und an einem schicksalhaften Tag hat sich das Schicksal eingemischt. Mark, ein freundlicher junger Mann, und Diana, eine mitfühlende Frau, bemerkten versehentlich ein kleines Wesen, das sich an ihrem Fenster aufgehalten hatte. Die Neugier nahm die Oberhand über sie und sie beschlossen, die Untersuchung fortzusetzen. Als sie sich dem Fenster näherten, fanden sie Whiskas, eine einsame Straßenkatze, die sie mit ihren melancholischen Augen beobachtete. Sie erkannten, dass er die Mäuse vor ihrer Haustür zurückgelassen hatte. Sie wurden von Traurigkeit in seinem Blick berührt, von einem unausgesprochenen Bitten um Akzeptanz und Liebe. Berührt von seinem stillen Leiden öffneten Mark und Diana dem pelzigen Beobachter ihre Herzen. Sie brachten es hinein, zärtlich an den Händen. Damals beschlossen sie, ihn Bestie zu nennen, weil er zu ihrem unerwarteten Schutzengel wurde, der sie still von außen beobachtete. Bestie hat sich schnell an sein neu gewonnenes Leben angepasst. Er musste nicht mehr aus der Ferne beobachtet werden, jetzt war er ein integraler Bestandteil ihrer Familie. Hallo Freunde! Es gab einen Mann, der jeden Tag die Deponie besuchte, um eine dünne, kleine Katze zu füttern, die in einem der Mülltonnen lebte. Er hat sich lange damit beschäftigt, und die Katze wurde zu einer Art Freund für ihn. Jeden Tag brachte der Mann eine kleine Schüssel mit Essen mit, und die Katze griff zurück, sobald sie seine Schritte hörte. Aber eines Tages, als ein Mann auf einer Mülldeponie ankam, war die Katze nirgendwo zu sehen. Er suchte nach Müllhaufen und rief ihren Namen aus, aber sie war nicht sichtbar. Er begann sich Sorgen zu machen, dass ihr etwas zugestoßen war. Als er sich umsah, bemerkte er, dass mehrere Müllwagen Schlange standen und darauf warteten, den Müll zu sammeln. Plötzlich erkannte er, dass einer der Lastwagen bereits damit begonnen hatte, den Inhalt des Tanks zu entladen, in dem die Katze lebte. Sein Herz fiel, als er merkte, dass die Katze drin gewesen sein muss, als der LKW ankam. Er rannte zum Lastwagen und versuchte, den Fahrer anzuhalten, aber es war zu spät. Der LKW fuhr mit einem Krach davon und brachte Müll und eine Katze mit sich. Der Mann fühlte einen Stich von Traurigkeit und dachte, er würde seinen kleinen Freund nie wiedersehen. Aber er konnte es nicht einfach so lassen, wie es ist. Er beschloss, dem LKW auf die Deponie zu folgen, in der Hoffnung, trotz allem eine Katze dort zu finden. Es war ein langer und schwieriger Weg, aber es kam schließlich auf einer Mülldeponie an.
Der Gestank war unerträglich, aber er fuhr fort und rief den Namen der Katze aus, während er sich in den Müllhaufen durchsetzte. Als er die Hoffnung schon fast verloren hatte, hörte er ein schwaches Miauen. Auf den Klang fand er schließlich eine Katze, lebendig, aber schwach und hungrig. Und dann bemerkte er etwas anderes, eine kleine Kiste, die unter dem Müll lag und mit winzigen miauenden Kätzchen gefüllt war. Die Katze kam zur Welt, während sie in einer Mülltonne eingesperrt war, und sie schaffte es trotz schwerer Prüfungen, ihren Kindern das Leben zu retten. Der Mann fühlte einen Ansturm von Emotionen, als er erkannte, dass er nicht nur die Katze, sondern auch ihre kostbare Familie gerettet hatte. Er nahm sie alle mit nach Hause und kümmerte sich um sie als seine eigenen. Und von diesem Tag an wusste er, dass seine Besuche auf der Deponie nie wieder dasselbe sein würden. Hallo Freunde! Es war ein sehr kalter Dezembertag, an dem eine streunende Katze, eine aufgeblasene, gestreifte Katze mit leuchtend grünen Augen, im örtlichen Supermarkt auftauchte, um Schutz vor dem schlechten Wetter zu suchen. Der Ladenmanager, ein unhöflicher Mann, der Tiere nicht toleriert, hat die Katze vertrieben und ihr gesagt, dass sie anderswo Schutz suchen soll. Die Katze wanderte ziellos durch die Straßen, ihr Fell wurde im eisigen Wind mit Füßen getreten. Er war kurz vor Unterkühlung, seine Pfoten wurden vor Kälte taub, als eine vorbeifahrende Frau bemerkte, dass er sich in der Tür eingeklemmt hatte. Sie hielt wie eingegraben an und sah die zitternde Katze an. Es war ein erbärmlicher Anblick, und sie konnte ihn hier nicht sterben lassen. Sie nahm ihn in die Arme und eilte zum nächsten Laden, um sich aufzuwärmen. Das Geschäft war warm und gemütlich, das Feuer knisterte im Herd, und am Fenster rollte eine freundliche Katze auf einem Kissen zusammen. Die Frau legte das zitternde, gestreifte Kätzchen auf eine weiche Matte vor dem Kamin, wo es sofort eingefroren wurde. Die Frau saß und streichelte das Fell der Katze und konnte nicht anders, als an ihre Vergangenheit zu denken. War er einst das Haustier eines geliebten Menschen und ist jetzt auf der Welt verloren und einsam? Oder war es immer ein Landstreicher, der auf der Suche nach Resten und Zuflucht durch die Straßen wanderte? Je mehr sie darüber nachdachte, desto mehr wagte sie, der Katze zu helfen. Sie wickelte ihn in eine warme Decke und brachte ihn zu einer örtlichen Tierklinik, wo das freundliche Personal ihn adoptierte und heilte. In den nächsten Wochen besuchte die Frau jeden Tag die Klinik, um den Zustand der Katze zu überprüfen. Sie beobachtete, wie sein Fell glatt und glänzend wurde und die Augen ein neues Leben erhellten. Schließlich erholte sich die Katze so sehr, dass sie in die Welt zurückgelassen wurde. Die Frau wusste, dass sie behalten würde, jetzt wäre die Katze nie wieder auf der Straße.